Tada! So sieht's jetzt aus. Alles fertig gespachtelt und gestrichen und es fügt sich jetzt relativ gut in die Wand ein. Es ist natürlich ein bisschen glatter als die eigentliche Wand und man sieht so ein bisschen die Übergangslinie, aber das finde ich noch völlig okay. Ich finde es cool, dass es so ein bisschen organisch aussieht, dadurch, dass es jetzt nicht so super perfekt ist. Und ja, es ist echt wirklich so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Super, super cool. Und dann kommen wir aber auch zum nächsten Punkt, und zwar hier diese Küchenverblendung. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie die vorher aussah. Das war nämlich vorher hier mit dunkelgrauen Steinplatten versehen. Und ich hoffe, ich habe da Footage davon, weil dann würde ich es jetzt mal eben einblenden. Ja, und das haben wir jetzt mit so einer Kunststoffplatte überklebt. Also ich habe im Internet rausgesucht, so eine Platte, die halt genau für sowas geeignet ist, also küchengeeignet und hitzebeständig und so weiter. Und habe mir dann ein paar Samples davon bestellt. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Das ist so ein semi-mattes Finish, also es glänzt dann nicht zu sehr, damit es sich ein bisschen besser in die Wand integriert. Und ja, ich wollte aber unbedingt was Weißes, Ruhiges haben, damit sich das hier einfach schön einblendet. Ja, und die Steinplatten vorher haben mir überhaupt nicht gefallen. Also erstens rein optisch haben die nicht so schön reingepasst. Es war so ein richtig unschönes, dunkles Grau. Und die sahen immer so ein bisschen schäbig aus, weil die auch echt scheiße zu reinigen waren. Also so Flecken und so weiter hat man darauf immer gesehen. Und es war halt nicht schön abzuwaschen wegen der Oberfläche. Und ja, da wollte ich unbedingt dann was anderes haben, was aber nicht sehr aufwendig ist und auch nicht sehr kostspielig. Und da war das jetzt dann echt die richtige Lösung. Also, vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Ich fokussiere mal. Es ist so eine ganz dünne Platte, die wir aufgeklebt haben. Das heißt, wir könnten sie notfalls auch wieder abtun, wenn der Vermieter das wieder im Ursprungszustand haben möchte. Was ich echt fragwürdig fände, aber okay. Und ja, also super easy und echt günstig. Und ja, finde ich, sieht jetzt so viel besser aus. Als nächstes würde ich mir aber auf jeden Fall noch andere Steckdosen angucken und die austauschen, damit es so ein bisschen schicker aussieht, weil das sieht so ein bisschen plasticky aus. Und ja, auch hier oben. Ja. So, und dann würde ich sagen, als nächstes werden wir zusammen die Regale befüllen. So, ich habe jetzt fertig die Sachen in die Regalflächen getan und mir gefällt es sehr, sehr gut. Vor allem halt mit der Lampe, die jetzt endlich so einen schönen Platz hat, ohne dass man Angst hat, dass man sie irgendwie vom Tisch stößt oder so. Und das macht hier einfach nochmal so ein schönes, gemütliches Licht. Und ja, auch bei den Teilen, ich drehe mal die Kamera um, auch bei den Sachen, die ich jetzt auf die Regale getan habe, da habe ich ja schon angekündigt, dass ich das nicht so super vollstellen würde, sondern eher so ein bisschen akzentuiert. Nur so ein paar Sachen. Also hier haben wir hier halt meine Kochbücher. Die zwei benutze ich halt häufiger und die eher weniger. Deswegen ist das ein bisschen griffbereiter. Das ist wirklich mein allerliebstes Kochbuch. Kann ich sehr empfehlen. Und hier habe ich meinen Löwe-Lautsprecher für Musik in der Küche und diese schönen Georg Jensen Salz- und Pfefferstreuer, die ich von Desi zu Weihnachten bekommen habe. Liebe sie. Und ja, so ein paar Gläser vom Flohmarkt, die Teller, die ich euch in einem anderen Video mal gezeigt habe, eine Kerze, wie gesagt, die anderen Kochbücher. Dann habe ich hier so ein dunkles Schneidebrett
Und die Keramikbirnen und was weiß ich, was es nochmal war, irgendwie Knoblauchknolle oder so. Das passt jetzt ganz gut hier rein. Ja, und das Ganze habe ich jetzt einfach in so einer 2-3-2-1-Konstellation zusammengestellt. Ich denke, das sieht ganz stimmig aus. Aber vielleicht wird sich das über die nächsten Monate noch mal ein bisschen verändert. Mal sehen. So, und dann habe ich jetzt hier wieder die alten Küchenmöbel hingestellt. Die kennt ihr ja eigentlich schon von meiner letzten Küchentour. Das ist ein Tisch von Hey und 2 Stühle von Möx. Und der Teppich ist von Zara Home. Aber da verlinke ich euch ja wie immer alles in der Infobox. Und ja, fertig ist die Sitzecke. Ich arbeite gerade mit Monki zusammen, weil wenn dieses Video online geht, haben die gerade einen 20% Rabatt auf alle Jeans und deswegen zeige ich euch in diesem Video ein paar meiner Outfits mit Monki Jeans und das hier ist das erste und das ist auch eine Jeans, die ich momentan super gerne anziehe, weil die Farbe hier so cool ist. Es ist so ein Schwarz, aber mit einem leichten Wash, also so ein bisschen Anthrazit und der Schnitt ist halt sehr schön oversized. Also so ein bisschen locker einfach. Also ich mag das momentan ganz gerne, ein bisschen lockerere Jeans zu nehmen, wo man sich ein bisschen bequemer drin fühlt. Und es sieht halt einfach auch sehr schön lässig aus. So, das ist mein ganzes Outfit. Also ich trage meine The Row Sandalen dazu, ein Oversized Hemd, ein Tanktop, das ist auch von Monki. Und das ist eine etwas neuere Tasche von mir. Die habt ihr bestimmt im letzten Vlog bei meiner Freundin Erika gesehen. Da hat sie mich dazu inspiriert, weil das echt eine süße Tasche ist. Und ja, das ist mein Outfit. Mein heutiges Outfit erinnert so ein bisschen an die 2000er Jahre oder auch ein bisschen 90s mit der Tasche. Vor allem wegen dem Tiny T-Shirt und der hüftigen Hose. T-Shirt und Jeans sind beides von Monki. Und ich finde hier besonders den Verschluss sehr cool, weil das so asymmetrisch ist und so schräg drüber geht. Ein cooles Detail. Ich habe sie jetzt unten so ein bisschen gekrempelt, weil sie mir dann von der Länge her einfach besser passt und das dann mit Flipflops irgendwie lässiger ist und entspannter, gerade weil es halt eine helle Hose ist. Und ja, finde ich zusammen irgendwie echt cool und einfach mal ein bisschen was anderes so von der Silhouette her. Also gerade so hüftige Hosen trage ich sonst ja nicht so oft, aber ich finde, das ist mal eine schöne Abwechslung.
Dieses Outfit ist wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie ich Absatzschuhe, also hier so mit so einem kleinen Heel, kombiniere. Und zwar immer so casual wie möglich, also immer sehr bequeme Sachen dazu. In diesem Falle jetzt so eine Blue Jeans mit bisschen Schlag. Es gibt mir so ein bisschen 70s Vibes. Und obenrum auch sehr bequem. Hier so ein Pullover mit Knopfleiste oben, dann ein weißes T-Shirt drunter und meine große Korbtasche. Ja. Okay, es war die ganze Zeit ein Paket bei den Nachbarn und endlich waren sie da, sodass ich es abholen konnte. Und zwar ist es etwas, um dieses Chaos so ein bisschen zu beseitigen und die Pfannenordnung so ein bisschen ordentlicher zu machen. Und das packe ich jetzt mal aus. So, ich habe das jetzt mal zusammengebaut. Und zwar ist es so ein Pfannenrack, wo man die Pfannen dann so aufstellen kann oder einhängen kann, mehr oder weniger. Weil das immer so nervig war, dass so Pfannen übereinander gestapelt wurden. Und ja, so ist es, glaube ich, hoffentlich ein bisschen praktischer. Meine Sorge war, dass das nicht stabil genug ist für die ganzen Debouillé-Pfannen, also die gusseisernen Pfannen, wie jetzt hier die und die. Und das ist auch noch eine Gusseisen, also wir haben relativ viele gusseiserne Pfannen, aber ich habe das jetzt mal so testmäßig reingemacht und es wirkt relativ stabil. Jetzt tue ich es mal in die Schublade. Okay, jetzt sieht das so aus. Sehr viel besser. Also jetzt kann man die Pfannen einfach so beim Griff nehmen und einfach rausnehmen. Und man muss nicht mehr irgendwie 2 Pfannen rausholen, um irgendwie die unterste Pfanne benutzen zu können. Und ja, sehr gut. Hier oben sind übrigens die Töpfe. Da habe ich auch so ein bisschen Platz geschafft. Also wir haben einen Topf aussortiert. Und dann habe ich hier oben noch eine Schublade gemacht, wo dann die kleinen Töpfe raufkommen. Und jetzt muss man auch hier weniger stapeln. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel auch den Wasserkocher rein, falls man den mal nicht benutzt oder mal verstauen will. Ja, auf jeden Fall auch sehr viel geräumiger. Es ist so ein bisschen frischer heute, deswegen habe ich meinen AF Egger Trench rausgepackt. Und dazu trage ich eine Wollhose von Arcad, ein weißes T-Shirt und die Dear Francis Sandalen. Dazu die Chanel Gabrielle. Und ja, das ist so ein Outfit. Ich halte noch fest an den warmen Sommertagen, aber es wird langsam Herbst. Ich mag ja generell so diese Mischung aus Flipflops und so ein bisschen Outerwear. Vom Look finde ich das ganz cool und ich friere an den Füßen ja eh nicht so doll. Beziehungsweise es ist ja auch noch nicht so kalt, aber es ist schon so ein bisschen windiger, dass man halt einen Trench lieber anzieht. Und darunter habe ich auch nur ein T-Shirt. So, hier jetzt nochmal richtig umgehangen. Ich liebe diesen Trenchcoat, der hat so richtig schöne Details mit diesem Cord-Einsatz, dieser großen Tasche, was sehr, sehr praktisch ist, um die Maske darin aufzubewahren. Und ja, also Trenchcoats ist das Einzige, was mich so ein bisschen auf den Herbst, was mir ein bisschen Vorfreude auf den Herbst bereitet. So, ich habe das bei Instagram schon ein bisschen gezeigt und zwar war ich bei Muji und habe ganz viele so Küchenorganisations-, Vorratsbehälter und sowas gekauft. Und da haben mich schon viele geschrieben, dass ich das unbedingt zeigen soll. Also mache ich jetzt so einen kleinen Muji-Haul und dann zeige ich euch natürlich auch, wie ich die Sachen dann verwenden werde und so, weil ich das alles so ein bisschen jetzt umorganisiere. Aber zuallererst hier zu meinem Einkauf. Und da haben auch viele gefragt, woher die Taschen sind. Und die sind auch von Muji, weil ich hatte da, wo ich einkaufen war, leider keine eigenen Taschen dabei und habe dann welche kaufen müssen. Und die sind eigentlich echt super cool, weil die sind ungebrandet, also haben nichts draufstehen, haben voll das gute Format und schöne lange Hemdkel, die schön weich und bequem sind. Also ich werde die auf jeden Fall jetzt immer für Einkaufen und so benutzen. Also das so mal so als kleiner Tipp. Und die haben so 3,50 € oder so gekostet, also nicht schlecht. Also auch vom Aussehen her sind die schön neutral. Aber gut, jetzt zum eigentlichen Einkauf. Also ich habe als erstes relativ viele von diesen
Glasvorratsbehältern gekauft, die stapelbar sind. Das wollte ich auf jeden Fall immer so als Option haben, dass ich die eventuell stapeln kann, wenn ich das möchte. Und hier ist natürlich cool, dass es aus Glas ist, was, ich habe darüber gelesen, es ist irgendwie so ein bestimmtes Glas, auf jeden Fall hört er sich gut an. Und ja, dass es halt durchsichtig ist, auch ganz gut. Der Deckel ist nicht durchsichtig, aber ich glaube, ich werde damit klarkommen. Entweder gucke ich ein bisschen an der Seite oder ich werde halt so mit einem Labelmaker Labels drauf machen. Das sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Davon habe ich halt verschiedene Größen. Also einmal diese Größe, dann so eine, das ist ungefähr ja, so halb so groß. Und dann gab es auch irgendwie noch eine kleinere Größe. Genau, nochmal hier so ein bisschen schmaler und kleiner. Ich packe das kurz mal woanders hin. Machen wir von diesen Gläsern. So, und dann habe ich aber auch welche von diesen Kunststoffbehältern mitgenommen, ein paar. Also hier mal so eine breite und dann so eine schmale, weil ich mir gedacht habe, eventuell bei so Zucker, Mehl und Salz, irgendwie sowas, was man dann irgendwie doch mal in der Eile benutzt, ich bin halt sehr tollpatschig und falls es dann doch irgendwie einmal aus der Hand fällt oder so, dann ist es, glaube ich, besser in diesem Behälter als in den Glasbehälter, dachte ich mir. Und ja, ich gucke einfach mal, wenn ich die Sachen so umfülle, was genau ich da überhaupt brauche und was so am meisten Sinn macht. Aber ja, so ein paar habe ich davon mitgenommen. Hier ganz viele von diesen Glasbehältern. Auch diese Teile hier, die sind eigentlich in der Kosmetikabteilung, also so Kosmetikboxen oder so ist, glaube ich, die Beschreibung. Und bei denen habe ich mir gedacht, dass ich da ganz gut so Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter lagern kann. Oder in dem Backbereich halt so Backpulver, diese Vanillearoma und so, diese kleinen Sachen, die sonst immer so ein bisschen rumfliegen. Vor allem wegen Kartoffeln und Zwiebeln und so weiter, weil wir das halt so, wir haben halt nicht so viel immer davon auf Vorrat. Also so würde so eine Schale, glaube ich, auch immer ganz gut ausreichen und dann kann ich das dann so in die Schubladen später tun. Ja, schauen wir später einfach mal. Also habe ich hier schon etwas noch? Dann noch die 13 So. Hier nochmal alle Behälter auf einen Blick und dann schauen wir mal, ob die auch ausreichen werden. So, da zeige ich euch mal, was eigentlich in den Schränken überhaupt organisiert werden muss. Also ihr könnt euch erinnern, dass ich schon die ganze Zeit hier in den Schubladen so die Teller aufbewahrt habe mit so Innenschubladen und auch hier. Und das habe ich dann auch erstmal so gelassen und alle Teller wieder reingeräumt. Und in den neuen hohen Schränken habe ich dann hier halt die Gläser gemacht und dann alle Vorratssachen erstmal so mehr oder weniger reingeschmissen. Ja, also ich habe relativ viele Teesachen hier. Da haben wir so ein bisschen Frühstückszeug. Ja, so noch mehr Frühstück. Und hier so die Vorräte. Konserven haben wir übrigens hier in dieser Schublade. Also hier ist so Öl, Sojasauce und sowas. Und dann halt so ein paar Konserven, weil wir davon eigentlich auch nicht so viele immer haben. Und hier sind halt Gewürze und so weiter drin. Und ich will das jetzt so machen, dass ich die Vorratssachen in die Schubladen reintue und die Teller dann hier organisieren werde. Da hat mir Daisy auf jeden Fall auch sehr doll dazu geraten und da hat sie auf jeden Fall absolut recht, dass das mehr Sinn machen würde. Ich habe die Behälter jetzt mal kurz ausgespült und von den Labeln befreit und dann fangen wir jetzt mal an mit dem Umfüllen. Okay, ein paar Stunden später, ich bin jetzt soweit fertig und zeige euch jetzt mal, wie es in den Schränken und Schubladen aussieht. Im Schrank haben wir jetzt hier wie gehabt die Gläser und Tassen und dann haben wir rechts die Teller und zwar habe ich hier auf einfach zu erreichender Höhe die Alltagsteller und dann die Teller, die ich danach am häufigsten benutze und dann
die danach. Und darüber habe ich dann so Servierteller und ganz oben so fancy Teller, die ich wirklich nicht so häufig benutze. Also hier bei den beiden Fächern bräuchte ich einen Stuhl oder Hocker, aber das ist gut, weil die benutze ich nicht so häufig, die Sachen. Und die sind super einfach zu erreichen, auch so die hinteren Teller oder hier, das kann ich einfach gut rausholen. Und dann haben wir hier darunter so random Shit, nenne ich es, so Eierbecher, dann dieses Tiefstöfchen, 2 Schüsseln und irgendwie so, ja, verschiedene Sachen. Dann haben wir hier einfach mit so Elektronik-Sachen, also da steht jetzt der Panini-Maker und der Toaster drin, beides Sachen, die wir mittlerweile zumindest nicht jeden Tag benutzen. Also ich esse mittlerweile nicht mehr jeden Tag Brot oder so, deswegen ist das okay, wenn da drin steht. Er kann aber auch dann auch mal draußen stehen, ist jetzt nicht so schlimm, aber so, dass ich theoretisch den Platz hätte. Und dann kommt dahinter noch der Reiskocher hin. Und dann haben wir da drunter unseren Sack Reis, weil der ist halt meistens sehr schwer und dann würde ich das nicht so in eine Schublade machen. Und Überbleibsel von den Kakaonips, die nicht mehr in die Vorratsdosen gepasst haben. Hier, da hatte ich halt vorher schon die Backutensilien, also so Förmchen und Handrührer, Waage. Und dann hier auch nochmal so, ja, verschiedenes. Hier sind so Plastik. Thermoflaschen und so weiter und nochmal so ein Wasserkocher und hier halt auch so, ja, irgendwelche Küchenutensilien halt. Und dann war es das mit diesem Schrank. Also ich finde es schön, dass hier dann alle, ja, das Geschirr quasi beisammen ist. Fangen wir mal mit der ersten Schublade an. Das ist quasi die Frühstücksschublade. Das passt ganz gut, weil hier ist auch die Kaffeemaschine. Und ich hatte vorher hier auch immer meine Teeschublade, die ich jetzt auch wieder habe, aber die ein bisschen breiter geworden ist und deswegen viel, viel einfacher, die Tees rauszuholen. Ja, darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist auf jeden Fall, brauche ich unbedingt. Dann habe ich hier in der Ecke noch so ein paar Supplements. Es sind aber nicht so viele, deswegen habe ich das einfach so dazugestellt. Und ja, so viel mehr Tee darf ich aber nicht haben. Also das ist schon brechend voll. So, und dann haben wir hier die Vorratsbehälter, die ich aufgefüllt habe. Also dann haben wir hier so Müsli, Crunch-Zeug, Haferflocken, Porridge und Kakaonips. Dann haben wir hier Toppers. Ich liebe Toppers, aber ich mag Toppers mehr so als Topping auf Joghurt oder so. Also nicht irgendwie als Cornflakes zu Milch. Das mag ich dann nicht so. Dann haben wir Chiasamen, Kürbiskerne, hatten nicht mehr so viele übrig, Leinsamen und ja, dann halt hier so Aufbackbrötchen, also je nachdem, was für Brot wir dann da haben. Und dann sind hier noch so vereinzelten Sachen, für die ich jetzt keine Dose mehr hatte. Ich glaube, dafür lohnt es sich jetzt nicht unbedingt, so eine Dose zu holen. Hier habe ich noch eine Packung Keto-Pancakes. Die habe ich damals in Amerika gekauft. Muss ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal benutzen. Und ja, dann noch so Kaffeebohnen und gemahlenen Kaffee. Hier ist ganz geil so eine Coconut Paste von Juicery. Das haben die da meistens so als Topping, was mega lecker ist. Deswegen habe ich mir das mal auch geholt. Und dann haben wir hier zuletzt noch hier so eine kleine Schale mit den Frühstücksaufstrichen, die nicht in den Kühlschrank kommt. Also hier zum Beispiel, hier das Mandelmus von Koro ist super lecker mit Zimt und Vanille. Ja, und dann Erdnussbutter und so ein paar Schokoaufstriche und natürlich Honig. Ja, das ist so der ganze Frühstücksbereich. Finde ich sehr, sehr cool, dass es so jetzt alles so beisammen ist. Vor allem passt das halt einfach hier so in der Nähe von der Kaffeemaschine. Und darunter haben wir jetzt die Vorräte oder Trockenlebensmittel, wie auch immer. Also hier erstmal eine Schublade mit den Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Und dann habe ich hier jetzt die Backsachen gemacht, diese kleinen Fisseldinger. Dahinter habe ich jetzt noch so Sachen, die übrig geblieben sind, wo es sich auch nicht lohnt, irgendwie eine Dose sich anzuschaffen. Und noch weiter hinter haben wir ja so Milchreis irgendwie und irgendwie so Tütenzeug und Popcornmais. Popcornmais würde sich eventuell lohnen umzufüllen, aber das ist jetzt eine geschlossene Packung. Und dann haben wir hier
ja, so Nudeln und noch so geschlossene Hefeflockenpackung und Speisestärke. Und das ist so ein bisschen random, das hätte ich gerne bei den Backsachen, aber ja, das passt da nicht so rein. Aber ja, Kakao und Spaghetti und andere lange Nudeln. Bei Nudeln ist das so eine Sache, bei uns lohnt sich das auf jeden Fall nicht, das umzufüllen, weil da füllt man dann eine Packung Nudeln um und dann benutzt man das nur zweimal und dann sind die Nudeln halt leer. Deswegen lohnt sich das nicht. Es sei denn, man kauft halt generell in einem Unverpacktladen ein, dann ist es dann natürlich was anderes. Aber wir haben ehrlich gesagt meistens halt so Nudeln aus der Verpackung. Und dann haben wir hier die anderen Vorratssachen. Also hier haben wir Linsen, dann Tricolor Quinoa, weißen Quinoa und Sesam, Kichererbsen. Dann ist hier jetzt die Dose Mehl. Und dann haben wir hier einmal feinen Zucker und so normalen Zucker. Und hier haben wir so Risotto-Reis, was wir auch nicht so häufig haben und auch nicht so viel. Ja, also hier würde sich, glaube ich, lohnen zu labeln. Und hier, aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall sehr viel ordentlicher und kann man auf jeden Fall auch viel einfacher ordentlich halten, würde ich sagen. Dann haben wir hier nur noch 2 Schubladen. Einmal, also hier sind Besteckfächer. Dann sieht das hier relativ leer aus, aber das habe ich jetzt gedacht, wäre so unsere Snack-Schublade. Das sieht jetzt sehr, sehr traurig aus. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, wenn man so 2 Tortilla-Chips-Packungen oder irgendwie andere Chips oder Popcorn oder so hat, die sind halt so sperrig und dann braucht man dann doch irgendwie den Platz. Deswegen, ja, ich denke, dass es hier ganz gut passen würde. Und dann habe ich nur noch hier eine Schublade mit so Schüsseln, Sieb und Tupperware. Ja, das finde ich, glaube ich, hier auch ganz gut vom Platz her. Kann man gut erreichen. Das war jetzt erstmal alles zum Thema Küche neu organisieren, also alles, was so Vorräte und so weiter angeht und so ein bisschen die Telleranordnung und so weiter. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das umzustrukturieren. Ich liebe halt Ordnung. Und ja, ich hoffe, das war dann für euch auch irgendwie inspirierend oder einfach interessant. Vielleicht guckt ihr das ja so wie ich auch immer ganz gerne. Und ja, so viel erstmal dazu an dieser Stelle. Also diesen Monat waren wir auf jeden Fall sehr viel beschäftigt mit der Küche und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das hier so auf YouTube überhaupt so groß angekündigt oder erklärt habe, was wir da denn so machen. Also ihr habt ja das gesehen mit dem Regal auf jeden Fall sehr viel, aber wir haben auch den Rest der Küche geupgradet und da habe ich ein bisschen mehr dazu erklärt, was wir da geplant haben auf Instagram. Ich kann euch ja mal den Instagram-Highlight verlinken. Also es geht halt hauptsächlich darum, dass wir mehr Storage brauchten. Und da haben wir dann halt so Schränke dazu hinzugefügt und ein paar Sachen dann umgeändert. Und ja, da habe ich euch jetzt aber das Endergebnis noch nicht gezeigt, weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht 100% fertig ist. Also der Geschirrspüler hat halt ewig gedauert, bis der angekommen ist und auch so mit der Spüle. Und ja, das ist noch nicht so im finalen Zustand. Und das könnte ich euch dann aber eventuell im nächsten Video so richtig mal so als Overview zeigen, wie es denn fertig aussieht, falls euch das interessiert. Aber ich glaube schon, Interior ist ja immer eigentlich ganz, ganz spannend. Ja, so viel wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Und ansonsten wollte ich mich eigentlich auch an dieser Stelle verabschieden, weil hiermit geht der Monat auch zu Ende. Und ja, wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und euch Spaß bereitet hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!